Was passiert, wenn man ein Stück Wald mitten in Berlin sichtbar macht? Gemeinsam mit der Naturwacht Berlin haben wir von Ensto eine Anlage entwickelt, die Waldameisen in den Fokus rückt. Das Besondere in diesem Video ist, wir haben eine Genehmigung für eine Umsiedlung. Die Ameisen sind dort in den Schuppen im Regal drinne. Schaut euch das einfach an und lasst euch überraschen. Bevor das Video weitergeht, ein wichtiger Hinweis. Die hier gezeigten hügelbauenden Waldameisen sind in Deutschland streng geschützt. Nester dürfen daher nicht beschädigt oder gestört werden. Es drohen hohe Bußgelder. Eine Haltung ist privat daher nicht erlaubt. Für unseren Zweck liegt aber eine behördliche Genehmigung für Bildungszwecke vor. Ja, hier haben wir nun Platz, das Ganze aufzubauen. Wir werden jetzt hier ihre Behälter platzieren, wo die Becken stehen. Also hier wird einmal so ein Becken mit einem Ameisenhaufen drin stehen, mit Tiere da über ein Rohrsystem hier unten langlaufen. Ein Behältnis. Wir überlegen uns jetzt hier so einen Baumstamm, so eine Säule hier drinnen zu platzieren, die Tiere dann so hochlaufen können, war ein weiteres Rohrsystem. Und hier wird so das Becken stehen, was möglichst natürlich gestaltet wird mit so einem Baumstumpf und auch dementsprechend Waldboden. Und es gibt auch die Option, dass die Tiere dann wirklich raus können in die Natur, sich dementsprechend auch hier mit Nahrung versorgen. Ja, fangen wir mal an, das Ganze aufzubauen. Ja, nochmal kurz zum Plan. Wir haben uns ja überlegt, dass wir hier drinnen in dieser Anlage, wo dieser Baumstumpf ist, die Kolonie platzieren. Und die Kolonie hat dann hier die Möglichkeit, also wenn sie hier diesen Ameisenhaufen gebaut hat, über dieses Röhrensystem weiterzulaufen und diese Ecke, wenn man noch eine kleine Steigung integriert, das ist so ein bisschen so Baumstamm darstellen. Die Tiere gehen von hier über den Stamm rüber, über dieses Röhrensystem in diese große Arena. Das ist so ein bisschen so der Auslaufbereich. So was zunächst gedacht. Jetzt haben wir aber festgestellt, die Kolonie ist doch ist größer, als wir jetzt ein bisschen einkalkuliert haben. Wir haben die Kolonie leider vorher nicht gesehen. Wir werden wahrscheinlich jetzt ein bisschen von diesem Dekomaterial erstmal rausnehmen, sodass wir erstmal dieses ganze Mistmaterial hier drin platzieren. Und dass jetzt das Kernnest, das mit den ganzen Brut und mit den Eier und Larven, drüben in diesem Hauptnest dafür platziert wird. Die restlichen Tiere packen wir dann erstmal hier rein. Die würden dann rüberlaufen im Laufe der Zeit und wir hoffen, dass die Kolonie es annimmt. Schauen wir mal, wie das klappt. Jetzt brauchen wir natürlich die Ameisen. Ja, und wo bekommen wir die Ameisen her? Wir werden jetzt keine Nester in der Natur zerstören, sondern es ist halt häufig so, dass Ameisen auch wegen baulichen Maßnahmen umgesiedelt werden müssen, diese Waldameisen. Und das Ganze werden wir jetzt zusammen mit den Leuten von der Ameisenschutzwarte machen. Und in unserem Beispiel hat sich diese Kolonie hier in einem Schuppen eingenistet. Schaut euch das mal an. Das ist echter Wahnsinn. So, dann kreppeln wir uns mal die Ärmel hoch. Los geht's! So, jetzt müssen wir das Ganze umsetzen. Wir haben einmal das Kernnest, das sieht man aber daran, dass da ganz viel Brut, Eier und Larven enthalten ist. Und wir haben jetzt andere Nestmaterialbehälter hier noch. Und wir werden es so machen, dass wir da, wo das Kernnest drin ist, wir platzieren es dort in dem Bereich, was wir auch als Nestarena geplant hatten. Und die ganzen anderen Behälter werden erstmal entleert in dem Auslaufbereich, wo wir die Tiere dann später füttern, versorgen. Und wir hoffen, dass dann diese ganzen restlichen Tiere dann auch rüber in dieses Kernnest laufen, weil man sieht ja doch vom Platz her, wird das Ganze sonst ein bisschen eng. Und ich vergesse natürlich den Ausbruchschutz, den wir hier an dem Rand nochmal mit anbringen müssen. Ein neues Zuhause. So, jetzt brauchen die Tiere natürlich noch was zum Fressen. Ja, wir haben jetzt erstmal normalen Zucker. Das soll den Tieren erstmal am Anfang so ein bisschen Stärke geben, dass sie ein bisschen erstmal was haben. Wichtig ist dabei, dass der Zucker jetzt nicht einfach hier raufgekippt wird, weil sonst kann es natürlich sein, dass der Zucker Feuchtigkeit zieht, sich eine dicke Kruste dann bildet, die Tiere vielleicht drin kleben bleiben oder dementsprechend Filter auf und nicht rauskommen. Wir kriegen jetzt erstmal eine ganz kleine Menge hier im Nestbereich, dass sie erstmal die ersten Tage gut klarkommen. So, ich mache jetzt eine kleine Handvoll rein.
Und den Rest, den müssen sich die Tiere selber holen. Dann gehe ich in die hinteren Bereiche. So, jetzt können die Tiere sich erstmal selbst bedienen. Ja, hier haben wir jetzt das Kernnest. Ja, man sieht auch, wie die Tiere schon überall die ganzen Löcher gegraben haben. Dort versuchen jetzt die Tiere, die noch in den unteren Schichten sind, zu befreien. Wir laufen jetzt hier rüber durch dieses Röhrensystem. Das haben wir schon stückchenweise inspiziert. Und den ganzen Rest haben wir hier in dem Becken erstmal platziert. Ja, das hatten wir erstmal schön dekoriert und es war doch so viel, oder so groß das Nest. Wir waren ja selbst überrascht. Wir haben es leider vorher nicht gesehen. Dass jetzt hier erstmal das ganze Füllmaterial drin ist. Man sieht schon, wie die ein bisschen von den Nadeln auch schon langsam hier wegtragen. Und ja, man sieht auch, ja, wie sie Stück für Stück immer die ganzen Arbeiter befreien. Ich würde sagen, wir lassen die Tiere jetzt erstmal in Ruhe. Ja, und schauen uns einfach mal an, was es denn noch alles so zu sehen gibt. Ein spannendes Projekt, das zeigt, wie man Natur sichtbar und erlebbar machen kann. Danke an die Naturwacht Berlin für die Zusammenarbeit und euch fürs Zuschauen.